Alrighty then, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Shakes and Fidget Video mit mir, eurem Basti, und zum zweiten Video des Hashtags W50 Bootcamp. Unter dem Hashtag W50 Bootcamp kriegt ihr also verschiedene Videos, die euch sehr gut auf den Serverstart vorbereiten sollen. Vor allen Dingen unerfahrene und semi-erfahrene Spieler sollen sich davon etwas abgewinnen können. Und im ersten Part haben wir darüber gesprochen, ob sich denn überhaupt W50 lohnt oder nicht. Wir haben eigentlich ziemlich viele Argumente dafür gefunden, dass sich W50 lohnen kann, dass man da spielt, egal wie man spielen möchte. Und deshalb jetzt am zweiten Teil kommen wir zu den Vorbereitungen. Ja, man kann sich oder sollte sich bestenfalls auf den Serverstart vorbereiten, und das werden wir hier ein bisschen beleuchten. Wie immer gilt natürlich, habt ihr Meinung dazu, schreibt sie gerne in die Kommentare. Habt ihr Ergänzungen, schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr eine Kritik, schreibt sie auch gerne in die Kommentare, denn jeder, der das Video sieht, wird sich auch die Kommentare dann durchlesen. Vielleicht werden seine Fragen auch beantwortet an dieser Stelle. Ich werde in den Guides alle Videos zusammen linken. Ihr seht dort auch dann den ersten Part. Vielleicht mache ich auch eine extra Playlist oder ich schreibe nochmal die Videos in die Videobeschreibung. Schaut euch auf jeden Fall den ersten Teil an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und schaut euch die weiteren Teile an. Aber so viel jetzt zum Intro. Ich habe mir kurze Notizen gemacht mit den wichtigsten Themen. Ja, Vorbereitung eines Serverstarts. Ich habe es mal unter dem Thema Spielplan gelegt. Also ihr solltet euch irgendwie entweder handschriftlich oder digital halt wie so eine kleine Checklist machen, im besten Falle, um euch diese Stichpunkte auch aufzuschreiben. Ich werde vielleicht auch das nochmal in die Videobeschreibung packen, wie ich es mir bloß kurzerhand notiert habe. Ist nicht schön, ist nicht anschaulich, aber es sind so Stichworte, die man dann halt auf jeden Fall beachten kann. Ich habe es Spielplan genannt, und darunter zählen eigentlich 3 Sachen. Na? Die Zeit, die Kosten und hier in dem speziellen Falle die Klasse. Man könnte jetzt auch sagen, die Spielweise. Klingt vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Kommen wir erstmal zur Zeit. Es ist natürlich klar, dass ihr zu einem Serverstart, egal erstmal wie ihr spielen wollt, Zeit planen müsst, Zeit einplanen müsst. In der Regel startet ein Server Freitag 16 Uhr. Es gab wohl schon mal eine Ausnahme. Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig bestätigt für mich selber, aber wir können zu 99% erwarten, dass in der Woche vom 21. bis zum 26. Juni, das ist Montag bis Samstag quasi, dass dort dieser Server W50 startet. Warum? Dort hat Shakes and Fidget Geburtstag. Es ist wahrscheinlich, dass W48 der aktuellste Server bleibt. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und dass W50 dann zu diesem Zeitpunkt released wird, würde theoretisch bedeuten, Freitag der 25.06. ist sicherlich das prädestinierteste Datum dafür, 16 Uhr. Wir wissen, es gibt ja dann Events, Serverstarts-Events, damit der Serverstart ein bisschen fluffiger läuft. Das heißt, ihr müsst euch dann auf jeden Fall 3 Tage, die ersten 3 Tage sind immer sehr wichtig, weil in der Regel Event-Tage, müsst ihr auf jeden Fall viel Zeit einplanen für diesen Serverstart, und im besten Falle natürlich jetzt Freitag bis Sonntag, vielleicht sogar bis Montag. Man weiß es noch nicht. Aber das ist ganz klar, ne? Also einen spontanen Schluss, einen Server zu spielen, kann auch klappen, aber dann ist man auf jeden Fall nicht so gut vorbereitet. Nehmt euch die Zeit auch für die weiteren Tage, gerade Free-to-Play-Spiele, aber auch die Pilzer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man viel Zeit braucht. Auch die Pilzer müssen sehr viel Zeit investieren, teilweise sogar mehr. Gerade am Anfang des Servers, im späteren Spielverlauf nicht mehr so doll. Aber am Anfang muss man da wirklich, je nachdem wie man das spielen möchte, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und da kommen wir eigentlich auch gleich zum zweiten Thema. Zurzeit kann ich natürlich auch sagen, nutzt die Möglichkeiten, die euch das Spiel bietet. Ne? Neben der normalen Webbrowser-Variante über Steam am Rechner, gerne ja auch per Tablet oder auf dem Handy über die App. Synchronisiert euch das bringt euch einen Bonus im Sammelalbum dann, sobald ihr das Sammelalbum habt natürlich. Aber vor allen Dingen ist es für die Spieler auch interessant, die halt nicht permanent am Rechner sein können oder die irgendwie auf Arbeit sein müssen, dass man einiges wenigstens dann auch mobil lösen kann. Nutzt die Option der doppelten Devices, es funktioniert gut. Guckt immer, dass ihr die aktuellste Variante am Start habt. Thema 2 oder
2, 3 des Spielplans sind halt die Kosten. Ihr solltet euch natürlich bestenfalls schon mal einplanen, was ihr möglicherweise in das Spiel investieren wollt, ja, oder in diesen Server. Ist natürlich klar, dass die Free-to-Play-Spieler jetzt nicht angesprochen sind. Es ist so, dass Shakes and Fidget eigentlich ein Spiel ist, das ist unlimited von den Kosten. Also man kann so viel Geld rein investieren, eigentlich wie man will. Es gibt zwar vielleicht irgendwann einen Punkt, wo man tatsächlich nicht mehr weiterkommt, erstmal, aber dafür, dass es eigentlich nur ein Klickspiel ist, sagen wir es mal so, sind die Kosten, wie es bei diesen Spielen auch der Fall ist, es gibt noch viel schlimmere Beispiele, sind die Kosten immens, die man tragen kann, und man gibt sehr schnell ein bisschen Geld aus, weil Pilze, ne, was ja die kaufbare Währung ist, die verbraucht man mega fix. Das kann spontan mal passieren, weil man irgendwo nicht weiterkommt oder weil man sagt, ach, den Dungeon will ich legen. Also das Spiel kann euch dazu verleiten, sehr schnell viele Pilze ausgeben zu wollen. Das ist aber schon immer so. Das richtet sich jetzt vor allen Dingen an die neuen Spieler. Achtet darauf, wenn ihr euch zum Beispiel einen Plan macht, wo ihr sagt, also investiert erstes Geld im besten Falle nur, wenn ihr langfristig spielen wollt. Es gibt Leute, die machen das absichtlich nicht. Die sagen, die geben ihre 300-400 Euro aus für einen Server und spielen den dann nicht mehr. Manche sogar mehr. Die können das dann aber auch. Und da ist es Kernthema in den Kosten zu sagen, gebt nur Geld aus, auf das ihr auch, also was nicht irgendwo fix gebunden ist an irgendwelche Kosten. Schränkt euch nirgendwo anders im Leben ein für Shakes and Fidget, sondern wenn ihr das Geld zur Verfügung habt und wenn ihr jetzt ein bisschen jünger seid oder noch in der Ausbildung seid oder so, dann ist es halt so. Dann beachtet wirklich, dass ihr da nicht in eine Kostenfalle reintappt, weil das Thema ist, ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn man das macht und dann merkt, ich kann jetzt bei weitem nicht mehr so viel Geld ausgeben, dann geht der Spielspaß auch verloren. Ja, also, und dann ärgert ihr euch, weil ihr gewinnt nichts hier bei Shakes and Fidget. Ne? Ihr kriegt es gibt vielleicht 1, 2 YouTuber, die, oder immer mal phasenweise, die halt auch auf YouTube ein bisschen oder auf Twitch viele Klicks oder Zuschauer generieren, weil sie halt mega viel Geld ausgeben in dem Spiel, aber ansonsten habt ihr nichts davon, ja. Deshalb gebt nur Geld aus, was ihr auch ausgeben wollt, und am besten macht euch einen Plan für die ersten Tage, wie viel Geld ihr da ausgeben wollt maximal, oder halt für den ersten Monat oder fürs erste Jahr. Ihr könnt auch gerne Etappenziele balancieren. Ich zum Beispiel habe es so gemacht, dass ich jetzt in diesem Jahr gesagt habe, jetzt mal unabhängig von W50, ich lege mir im Monat eine so gewisse Summe X beiseite. Und wenn ich jetzt mal bei Shakes and Fidget wirklich nochmal einen neuen Server langfristig spiele, dann ist das mein Kontingent erstmal, was ich dann zum Serverstart mit auflade. Und wenn das jetzt 50 Euro sind, ihr macht das ein Jahr, dann habt ihr nach 12 Monaten 600 Euro angespart. Ja? Und damit kann man den Serverstart schon ordentlich spielen. Ja? Erstmal. Also, genau. Deshalb überlegt euch das auf jeden Fall. Nutzt die Möglichkeiten, auch hier die Shakes and Fidget euch bietet, in dem Thema, um Pilze zu generieren, beziehungsweise das Sinnvollste ist, also wenn man ein bisschen Geld ausgeben möchte, dann ist es am sinnvollsten investiert in den Spezialpaketen. Mittlerweile gibt es ja da 5 Stück, beziehungsweise, 6, oder? Genau, ich glaube, es gibt, 7. Also die ersten 5 und dann gibt es hier nochmal 2 Stück. Das ist über einen langen Zeitraum das Sinnvollste, und achtet auf die Aktion. Ne? Wenn man das während einer Aktion macht, dann kriegt man noch mehr Pilze. Also eine Pilzaktion ist ja das entsprechende Event dazu. Und ja, teilweise kann man Coupons bekommen über andere Plattformen. Da bin ich jetzt nicht derjenige, der da die größte Ahnung hat, wo man das am besten auftreiben kann. Aber wenn ihr ein bisschen googelt oder so, dann solltet ihr drauf kommen. Da kann man auch mal ein paar Pilze generieren, wenn auch jetzt nicht so mega viel, aber es kann passen. Und mit den Kosten halt natürlich eingebunden ist die Auswahl der Klasse, weil das beides kombiniert sagt ja aus, wie ihr den Server spielen wollt. Und wenn ihr da natürlich keine Ahnung habt, kann ich euch persönlich meinen letzten Guide empfehlen. Der wird jetzt hier irgendwo angemerkt sein und auch vielleicht am Ende im Intro stehen, aber wenn ihr auch Hanrüse Klassen Guide eingebt oder sowas, sollte das auf YouTube auf jeden Fall direkt findbar sein. Ich habe innerhalb von 4 Videos einen kompletten Guide gemacht. Das 4. Video ist eigentlich das relevanteste, weil es dann alle Informationen nochmal bündelt und in eine persönliche Empfehlungsrangliste setzt. Dort steht dann halt zum Beispiel da, dass
der Assassine als Dungeon-Klasse zum Beispiel eingerankt etwas teurer ist als halt zum Beispiel der Kundschafter, und das habe ich dann halt auch erklärt. Ich habe auch erklärt, warum der Berserker zum Beispiel Free-to-Play auch geeignet sein kann und nicht nur jetzt als für die Pilzer geeignet ist, aber wo er halt auch seine Schwächen vielleicht eher haben kann. Das wurde dort alles in den Videos erklärt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mit anschauen. Und das kombiniert über den Spielplan sagt halt natürlich aus, wie wollt ihr denn den Server überhaupt spielen? Na, wollt ihr pilzen? Wollt ihr was Gewisses erreichen? Wollt ihr nach 3 Monaten Rang 10 sein mindestens auf dem Server oder Rang 1000? Na, gebt euch dieses Ziel vor Augen und ich kann euch sagen, W50, ich habe es ja schon im letzten Video gesagt, wird sicherlich ein hoher Wettbewerb sein. Da wird es einige Hardcore-Pilzer geben. Also wenn ihr da, sag mal, ein monatliches Pensum von 100 € habt, dann werdet ihr möglicherweise gerade in den ersten Monaten auch nicht ganz, ganz weit oben in der Ehrenhalle sein. Es könnte sein, dass da viele Leute deutlich mehr Geld ausgeben. Aber wiederum, spielt ihr das 2-3 Jahre durch, werdet ihr definitiv besser dastehen. Deshalb überlegt, was ihr für ein Ziel habt und verfahrt nach diesem Ziel. Ihr könnt natürlich immer spontane Entscheidungen treffen. Wie gesagt, es geht sehr schnell, dass man dann nochmal aufladen will in dem Spiel. Beachtet aber, macht es eben nur, wenn ihr das Geld auch zur Verfügung habt. Und alles andere ergibt sich. Ja. Wiederum könnte man jetzt eine Wette machen, wie viele von den Spielern, die anfangen, die Hardcore-Pilzen, werden dann hinten raus noch mitspielen. Werden wir sehen. Auf jedem Server gibt es Leute, die wegfallen. Wird auch ganz interessant sein zu sehen. Aber das eben so viel zu den Vorbereitungen unter dem Spielplan. Dann gibt es noch das Thema Gilde. Im besten Falle sucht ihr euch natürlich eine Gilde, bevor der Server gestartet ist. Wie das Ganze funktioniert, welche Optionen man hat, mache ich in einem separaten Video. Könnte auch das sein, dass es das nächste Video ist. Aber ich habe mir noch mal in Klammern geschrieben, dass es ja auch die Option gibt, dass ihr vielleicht sogar eine Gilde selber gründen oder leiten wollt. Das werde ich dann als Spezial, wenn ihr wollt, auch nochmal mitbringen, weil ich das auch sehr wichtig finde. Gilde ist ein essentiell wichtiger Faktor für den Progress eures Spielers und ist eins der ältesten Features bei Shakes & Fidget. Also deshalb ist das wirklich ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall ohne Gilde den Serverstart zu spielen, dann würde ich euch empfehlen, auch relativ niedriges Ausgabepensum erstmal zu haben. Es gibt auch Möglichkeiten, innerhalb des Servers eine Gilde zu finden, aber wie gesagt, dazu mehr, wenn es soweit ist. Als dritten Part für die Vorbereitung kann ich euch Folgendes empfehlen, und zwar gibt es mittlerweile schon sehr viel auch Theorie drüber. In vielen Videos wird auch immer mal darüber gesprochen, aber der Serverstart an sich ist prinzipiell sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für die Leute, die pilzen wollen, denn es gibt ganz viele verschiedene Spielmechaniken, die halt, wenn man sie falsch nutzt, zu einer Pilzverbrennung führen. Na, man redet immer davon, effizient spielen, und da geht es jetzt aber nicht darum, wenn ihr jetzt Level 200 in 3 Tagen erreichen wollt oder in 2, das ist so eine Hardcore-Variante, wo es auch um Effizienz geht. Aber es gibt ja auch kleinere Ziele, die trotzdem sehr pilzintensiv sind, wo man auch viele Pilze verschleudern kann, wenn man sie falsch angeht. Es gibt im Shakes & Fidget Discord wirklich eine Menge Listen und Guides für verschiedene Spielmechaniken, die sehr allgemein gehalten sind oder auch für Pilzer speziell geeignet sind, damit man dort wirklich keine Pilze sinnloserweise verbrennt. Schaut euch das definitiv an, tretet dem Discord bei. Und es ist auf jeden Fall hilfreich, da sind immer viele Leute auch online, fragt nach. Ihr kriegt dort Hilfestellungen direkt zu den einzelnen Themen. Und wenn ihr das nämlich gemacht habt, dann könnt ihr, bevor der Server überhaupt anfängt, schon so eine Art wie auch Checklist für Tag 1, Tag 2, Tag 3 machen, damit ihr seht, das machen auch manche Spieler, die schreiben sich auf, was sie erreichen wollen oder wie sie es erreichen, damit dieser Tag dann auch erfolgreich ist. Und viele Stichwörter zum Beispiel sind die effiziente Nutzung der Abenteuerlust. Da geht es um das Finden von Dungeon-Schlüsseln zum Beispiel für die ersten 90 Dungeons. Ganz relevant, wenn man relativ schnell auf Level 120 plus kommen möchte, ist es ganz wichtig zu wissen, wann man überhaupt die Alu machen sollte, an welchem Zeitpunkt, was man vorher erreicht haben soll, damit man auch relativ schnell die ganzen Schlüssel bekommt.
Die Nutzung der Spezialpakete habe ich ja schon beim Kostenthema angesprochen, warum das sinnvoll ist. Das Thema Sammelalbum, welche Hilfestellungen es da gibt, wann man wie angreifen sollte. Das Thema Abfarmen, gut, da gibt es, glaube ich, im Discord keinen Guide aktuell dazu. Vielleicht kann man das auch nochmal als Special-Thema machen, aber ist ganz, ganz wichtig für die Pilze am Anfang des Servers. Die Dungeon-Reihenfolge geht eben einher mit der effizienten Nutzung der Abenteuerlust, dass man auch gerade am Anfang ja einige Dungeons parallel machen kann und je nachdem, welche Klasse ihr auch gewählt habt, kann man viele Dungeons gefühlt zeitgleich machen und man muss nicht vorher komplett das neues Gear erblättern, sondern einfach ein paar Versuche geben. Die Ausbauten der Festung, also Festungsbaureihenfolge, die Festungspartner oder auch die Teilschutztaktik, da habe ich auch schon mal zumindest zu der Teilschutztaktik einen eigenen Guide gemacht, der recht gut angekommen ist. Ja, wollt ihr Festungspartner nutzen oder nicht? Wollt ihr Teilschutztaktik nutzen oder nicht? Was ist das überhaupt? Ne? Solche Sachen können da geklärt werden. Die Reihenfolge der Pets, wie man sie spielen sollte. Wann sollte man die Edelsteinmine auf 10 machen? Überhaupt die Unterwelt freischalten? Sollte man skippen? Und auch dann der Ausbau der Unterwelt. Das sind alles Stichpunkte, da gibt es sehr viele Hilfestellungen im Discord. Und das könnt ihr euch vorher alles in der Theorie schon mal zusammensammeln, erklären lassen. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen mal privat schnacken, der euch das auch nochmal anders erklären könnt. Dort gibt es auch Verlinkungen von Guides, auch von anderen YouTubern teilweise, die das natürlich auch irgendwo thematisieren. Aber das ist halt ganz wichtig, vor allen Dingen, wie gesagt, für die Pilzer, die in einem Serverstart in den ersten Tagen viel erreichen wollen und halt effizient spielen wollen. Also das kann ich sagen, auch die Free-to-Play-Spieler können sich das zu Herzen nehmen, gerade was den Ausbau betrifft. Aber die Pilzer sind halt hier auch entscheidend. Und das soll ja dann irgendwo auch das Ziel sein, dass ihr quasi so vorbereitet seid, dass ihr einerseits frei aufspielen könnt und andererseits eben effizient seid. Also entweder von der Zeit, das kann auch ein Zeitersparnis bringen, aber vor allen Dingen auch von den Kosten. Und die Free-to-Play-Spieler, die haben halt vor allen Dingen auch was von der sinnvollen Festungsaufbaureihenfolge oder Arena-Manager, wenn das dann auch kommt. Oder auch von den Pets her. Ne? Das sind so Sachen, da können die Free-to-Play-Spieler halt auch davon profitieren. Das heißt also, wenn ihr Free-to-Play-Spieler seid, schaut euch auch die Optionen an, die euch der Shakes and Fidget Discord bietet. Und als Fazit für dieses Video unter dem W50 Bootcamp ist, bereitet euch vor und geht an die Tür, wenn es klingelt. Bullshit! Ich glaube, ich wollte sagen, nutzt die Zeit, die halt da ist, bereitet euch auf diesen Wegen vor, nochmal grob überlegt, wie ihr spielen wollt, welche Klasse, wie viel Zeit ihr haben könnt, natürlich auch, wie viel Kosten ihr in Kauf nehmen könnt. Lasst euch da nicht reinreiten. Nutzt die Chance über die Gilde. In einem weiteren Part werde ich das nochmal genauer erläutern und nutzt vor allen Dingen Shakes and Fidget Discord oder Erfahrungen anderer Spieler, um diese ganzen Spielmechaniken zu verstehen, effizient zu gestalten, damit der Serverstart für euch dann halt wirkungsvoller ist. Und dann könnt ihr eure Ziele mit Sicherheit auch besser erreichen. Letztendlich ist es nur ein Spiel. Ihr könnt auch vollkommen frei aufspielen, spontan, das geht auch. Aber dann schaut ihr euch ja eh das Video eigentlich nicht an, weil dann seid ihr ja nicht die richtige Zielgruppe, ne? Das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, ich konnte die ganzen Themen gut rüberbringen für euch. Wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion für euer Feedback. Das war's erstmal von mir. Wenn es euch gefallen hat, natürlich lasst gerne einen Daumen nach oben da. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti und wir sehen uns bald mit dem nächsten Part.